ihr seid ja alle in der Filmbranche oder fast alle, ihr kennt das sicher, dass ihr ein Projekt habt, das ihr gerne verwirklichen möchtet oder ein Genre, das ihr erzählen möchtet, was bisher aus Deutschland nicht möglich war oder vielleicht irgendeine Szene, ein Projekt, wo euch Leute sagen, oh nee, das ist zu sehr Nische, es ist zwar großartig, aber wir wissen nicht, wie wir das verkaufen können. Und früher landete das dann wieder in der Schublade und man hat in die Kissen geweint und konnte es nicht umsetzen. Und heutzutage hat man die Chance mit KI zumindest darüber nachzudenken, wie man das klug umsetzen kann. Und das ist ein großer Vorteil. Das ist aber nicht nur der Grund, weswegen ich mich damit beschäftige. Ich wurde ja schon kurz vorgestellt. Ich bin Regisseurin, arbeite aber seit 2 Jahren fast täglich mit generativer KI, mache ganz viele unterschiedliche Sachen damit, auch Mikrodramen, also habe inzwischen auch fast, ich sag mal, 1/3 der Jobs, die ich umsetze, sind mit KI gemacht. Das heißt, ich beschäftige mich damit sehr intensiv, nicht nur auf konzeptioneller Ebene, sondern eben auch ganz praktisch. Wenn ich so Dinge höre wie KI kann die Filmproduktion effektiver gestalten oder billiger machen, dann denke ich immer, das ist viel zu kurz gefasst, weil natürlich KI nicht nur eine technische Revolution ist, sondern unser Filmschaffen ziemlich umkrempeln wird. Es wird die Art auch verändern, wie wir Filme denken, aber natürlich auch über kurz oder lang, wie wir Filme produzieren werden. Wir sehen ja, hier habe ich, super. Wir sehen, der Wandel ist bereits da. Es gibt viele Produktionen, wo AI, KI schon benutzt wird. Das fing an mit der Mad Max Saga, aber auch Robert Zemeckis hat ja mit Here ein Drama gemacht, wo er sozusagen live am Set Robin Wright und Tom Hanks gereaged hat, was natürlich ein super spannendes Experiment ist. Und, oder Emilia Perez, The Brutalist, dort wurden mit KI die Stimmen oder der Gesang verändert und geglättet. Das heißt, das ist schon ziemlich weit vorgedrungen. Amazon MGM Studios haben mit House of David ein Projekt gemacht, das inzwischen, ich glaube, die zweite 350 Shots, die komplett KI generiert sind, enthalten. Das heißt, auch wenn die Skepsis unter den Filmschaffenden sehr groß ist, die Studios gehen ziemlich voran. Amazon MGM hat auch inzwischen eine eigene AI-Unit, wo sie versuchen, die KI wirklich in Serienpipelines zu integrieren. Da gibt es noch ein paar Schwierigkeiten, vielleicht kommen wir da am Panel auch noch zu sprechen, aber das sieht schon ziemlich gut aus. Das heißt, das ist keine Zukunftsmusik, sondern eigentlich schon Produktionsrealität. Es gibt natürlich auch wichtige Initiativen der Filmschaffenden, meistens Filmschaffenden, um Leitplanken zu schaffen. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie sind die Leitplanken. Da gibt es natürlich die Creators Coalition, SAG-AFTRA hat da auch viel gemacht, aber die Initiative Urheberrecht in Deutschland denkt auch sehr viel darüber nach. Und der BFFS und Verdi haben ja auch ein paar Reglements auf den Weg gebracht, was das bedeuten kann, wenn wir mit KI arbeiten. Da geht es natürlich vor allem eher um Transparenz, die Transparenzpflichten beim Einsatz von KI. Es geht um KI-Replikation, also die Digital Likeness oder auch um Lizenzideen, die sich auf die Nutzung von den Trainingsdaten beziehen. Wobei wir da natürlich sehr schnell an Grenzen stoßen, wenn wir überlegen, dass Seedance zum Beispiel, denen gehört TikTok, die benutzen als Trainingsdaten einfach den Content, der auf TikTok hochgeladen wird, aber Google natürlich auch YouTube. Das heißt, da kann man dann, denen gehört das einfach, das ist, da kommen wir mit Lizenzmodellen wahrscheinlich nicht so weiter, aber grundsätzlich ist die Idee, dass man eine Abgabe der Tech-Firmen an die Kreativwirtschaft schafft, eine sehr gute Idee.
weil natürlich sonst die Umverteilung von Kreativwirtschaft hin zu Tech-Firmen passiert und uns sozusagen in unserem Filmschaffen im Regen stehen lässt. Was ganz wenig im Fokus steht, ist, was das eigentlich für unsere Arbeitswelt bedeutet. Wie verändern sich die Filmproduktionen mit dem Einsatz von KI? Was bedeutet das für die einzelnen Filmschaffenden? Was bedeutet das für die Schauspielenden? Was bedeutet das für die Kameraleute, die Editorinnen, die Szenenbildner, die Regisseure und Regisseurinnen? Wird unsere Arbeit entwertet oder vielleicht paradoxerweise wird sie wichtiger denn je? Dazu möchte ich einen kurzen Ausflug machen. Ich möchte jetzt gar nicht zu technisch werden, aber es ist doch recht wichtig zu begreifen, manche kennen das vielleicht schon, wie so ein generiertes KI-Bild funktioniert, wie das erzeugt wird. Die Modelle, die lernen sozusagen an den Trainingsbildern Strukturen kennen, was typischerweise sozusagen die Struktur eines Gesichtes oder einer Landschaft ist. Und die Texturen etc. bekommen dann über einen Prompt, das sind ja alles Large Language Modelle, oder ein Beispielbild, bekommen sie am Anfang ein Zufallsrauschen zugewiesen sozusagen. Und dieses Bild wird in Rauschen zerlegt und dann wieder zusammengesetzt. Das heißt, dieses kleine Rauschen wird, also Schritt für Schritt wird aus diesem Rauschen ein Bild und da geht es dann um Wahrscheinlichkeiten, um Statistiken. Das heißt, wie könnte dieses kleine Bild dann zu dem Gesicht werden? Und das ist das heißt, dass die Bilder, die man reingibt, kommen nicht so raus, wie man sie reingegeben hat. Das funktioniert vor allem, habe ich schon gesagt, Schritt für Schritt und iterativ. KI ist also nicht ein Knopfdruckmodell oder ein Photoshop-Filter, wo man einfach sagen kann, ich möchte das so und so, sondern jedes Bild wird ja einzeln immer wieder neu erzeugt. Deswegen gibt es auch diese anhaltenden Probleme mit der Character Consistency. Das heißt, man gibt eine Figur rein, die dreht sich um und ist plötzlich ein Mann zum Beispiel. Eine Frau wird ein Mann oder sieht plötzlich ganz anders aus. Die Bilder sind auch nicht neutral, die da erzeugt werden. Natürlich haben wir, basiert das auf existierenden Bildern. Es gibt viele kulturelle Muster, es gibt viele Stereotype, die dort reproduziert werden. Das heißt, wenn man sich damit auseinandersetzt, merkt man das auch. Das heißt, man muss sehr daran arbeiten, um ein interessantes Bild daraus zu kriegen. Das macht KI einerseits zu einem sehr spannenden Tool, aber andererseits natürlich auch zu einem gewissen unberechenbaren Tool. Was bedeutet das jetzt für unseren Dreh, für die Abläufe, denen wir seit Jahren unterliegen? Also was heißt dieser iterative Prozess eigentlich für den Workflow? Wenn ich mit KI arbeite, dann bedeutet das eigentlich, ich merke das immer wieder, dass der Workflow sich komplett verändert. Das heißt, der Workflow verschiebt sich ineinander. Also dieser iterative Prozess übernimmt im Grunde den Film. KI ist auch sowas wie, man kann sich das vorstellen, wie ein neues Teammitglied, mit dem die Heads-off sozusagen kreieren, diskutieren und gleichzeitig sind sie auch die Schnittstelle zwischen dem menschlichen Team und dem Computer. Manches kann man da sicher auch effektiver gestalten, aber andere Prozesse ziehen sich einfach in die Länge. Das führt zu wirklich verschränkten Workflows. Ich würde mal sagen, ähnlich wie Softwareentwicklung, dass man nicht, wie wir das kennen vom klassischen Dreh, wir haben die Pre-Production, wir haben die Drehphase, die konzentriert in den schrecklichen 21 Drehtagen abläuft, die wir alle kennen. Und dann kommt die Postproduktion, sondern das kann sein, dass das sich ineinander verschränkt. Ich würde mal denken, dass der Dreh der Zukunft etwas zerrissener stattfindet, dass man sozusagen Postproduktion und Pre-Production gleich mitdenkt und dass die Drehphasen kurz und knapp immer wieder dazwischen stattfinden. Wir wissen es natürlich nicht, das ist aber meine Annahme, wenn ich das vergleiche mit dem, was ich mit KI mache und den herkömmlichen Dreharbeiten, die wir alle schon so gut kennen. Einzelne Segmente werden wahrscheinlich in Zukunft auch gar nicht mehr gedreht, sondern gepromptet, wie wir das bei House of David ja schon sehen. Wir werden auch kleinere Teams haben,
weil auch sehr viel Hybrid gedreht wird. Ich hatte hier vorhin auch ein Gespräch mit einem mir bekannten Kameramann, der auch schon gesagt hat, er hatte auch schon so eine Anfrage, einfach nur bestimmte Dinge zu filmen, die dann mit KI weiterverarbeitet werden. Das heißt, das macht unsere Arbeit natürlich teilweise zerfaserter, etwas trockener. Es werden auch Jobs wegfallen, werden bestimmte Einnahmequellen wegfallen, sicher in Zukunft. Denken wir an Synchron. Das war ja immer ein sehr wichtiges Standbein, auch für Schauspielende. Ich denke in Zukunft, jetzt momentan wird das noch so ein bisschen skeptisch betrachtet, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich mit KI arbeite, benutze ich KI-Stimmen und weil das meistens Projekte sind, wo man keine Sprecher sich einladen kann und das funktioniert wahnsinnig gut. Also diese Technologie wird sich durchsetzen, da können wir wahrscheinlich uns gar nicht gegen wehren. Die kleineren Sets habe ich schon angesprochen. Das bedeutet vorwiegend auch für den Mittelbau, dass wir zum Beispiel weniger Lichtleute brauchen werden. Natürlich hat das eine Auswirkung auf unsere Arbeitswelt. Autoren zum Beispiel bei ganz stark formatierten Projekten, Daily Soaps oder so, ist es, glaube ich, jetzt schon möglich, dass man die einfach KI-generiert schreibt und dann vielleicht eine Autorin, einen Autor dabei hat, die das begleiten, aber über kurz oder lang wird das relativ automatisiert ablaufen. Das heißt, auch solche, ich sag mal, Standbeine, die für uns als Kreative ja eigentlich sehr wichtig sind, um zu überleben, fallen über kurz oder lang weg. Die Jobs werden sich auch verändern. Ich habe schon darüber gesprochen, dass die Heads-Off mit der KI kommunizieren und so eine gewisse menschliche Schnittstelle sind. Es wird mehr Arbeit am Computer sein, es wird weniger Teamarbeit geben, weil man einfach, wenn man zerfaserter dreht, natürlich nicht ein Team, so wie wir es kennen, für 2 Monate anstellt, sondern möglicherweise wirklich immer ganz gezielt 3 Tage dreht, dann wieder in die Postproduktion geht, dann vielleicht wieder 3 Tage dreht und dann immer wieder andere Leute hat. Also es kann natürlich auch, es wird sicher immer noch die herkömmlichen Filme geben, also das will ich überhaupt nicht bestreiten, aber es deutet sich schon an, sagen wir mal so. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass die Arbeit der Kreativen eigentlich immer wichtiger wird. Gerade in Zeiten, in denen es immer einfacher ist, Bilder zu generieren, wo wir sozusagen einer Bilderflut ausgesetzt sind, brauchen wir Menschen, die ganz genau wissen, wie sie auswählen. Wir brauchen Menschen, die wissen, was sie erzählen wollen und vor allem wissen, wie sie es erzählen können. Das heißt Storytelling-Skills, Bildgestaltungsskills, Montageskills, also alles das, was wir eigentlich schon seit Jahren machen, wird sehr, sehr wichtig und sehr gebraucht. Brian Yu, der Investor von Hicksfeld, spricht auch noch ein anderes, man kann das Zitat lesen, eine andere Sache an, die ich sehr wichtig finde, und zwar wird das Filmemachen demokratisiert. Das heißt, man kann an den üblichen Gatekeepern vorbei mit relativ geringen Mitteln etwas produzieren. Und das ist schon jetzt, sieht man, es entstehen ganz großartige Werke an Sendern, an Filmhochschulen vorbei. Und das ist sehr inspirierend, die anzuschauen. Es gibt es gibt Plattformen, KI-Plattformen, wo jetzt schon sehr tolle Kurzfilme laufen. Und auch da trennt sich die, wie nennt man das, die Spreu vom Weizen? Ja. Also das heißt, man merkt schon, wo sind da die Talente, die wirklich erzählen können, die wissen, wie sie etwas schneiden müssen, um Emotionen zu erzeugen, etc. Die wissen, wie ein Bild auszusehen hat, welche Farbgestaltung es braucht, um einfach das Publikum zu erreichen. Es kann natürlich auch sein, dass es unsere Arbeit generell entwertet, ja, weil einfach viel erzeugt viel und macht das eine, also wir sehen es an der Musikindustrie letztlich, die uns da ja 10 Jahre voraus ist mindestens. Und wir als Gesellschaft müssen uns natürlich überlegen und auch als Filmschaffende, was uns unsere Kreativleistungen letztlich wert sind. KI kann aber letztlich die Autorenschaft stärken. Ted Sarandos sagt das ja auch sehr schön. Das heißt, dieser urmenschliche Drang, Geschichten zu erzählen, das kann man nicht mit Maschinen ersetzen. Und das wird bleiben. Und das heißt,
Das wird etwas, wo wir unseren Kern haben, wir als Filmschaffende. Wir müssen aber auch diesen Prozess wirklich aktiv begleiten und nicht nur reagieren. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Arbeit nicht entwertet wird, sondern dass Autorenschaft und Kreativität gestärkt wird. Also ich bin jetzt nicht hier aus einer Sorge heraus, sondern weil ich KI wirklich als extrem spannend und inspirierend empfinde. Und manchmal kommt mir das auch so vor, als ob das so wie vor 100 Jahren ist, ja, als die Bilder laufen lernten. Jetzt lernen sie wieder neu laufen und ich bin ziemlich froh, Teil dieser Revolution sein zu können. Ja, vielen Dank.